Und? Zahlst du noch? Oder lebst du schon autark? Heute erkläre ich dir, ob oder wann sich ein autarkes Zuhause lohnt, was machbar ist und worauf du dabei achten solltest. Psst, bevor es losgeht, aktiviere doch noch schnell ein Abo und das Glöckchen, damit du keine Folge mehr verpasst. Schwankende Strompreise, die aktuelle Energiepolitik und der Klimawandel sind nur ein paar Gründe, warum sich immer mehr Menschen nach einem autarken Leben sehen. Übrigens, der Begriff Autarkie kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet unabhängig sein oder auf niemanden angewiesen sein. Das beste Beispiel für ein autarkes Zuhause ist eine Almhütte. Ja, sie liegt fernab von jeglicher Infrastruktur. Das Wasser kommt aus einem Brunnen, das Abwasser fließt in eine Sickergrube, geheizt wird mit Holz und der Strom kommt, wenn vorhanden, über eine kleine Photovoltaikanlage. Bist du für ein abgeschiedenes Leben in den Bergen, im Wald oder in einem Tiny House geschaffen? Für viele klingt das vermutlich eher nach einem Abenteuerurlaub. Aber ein autarkes Leben muss nicht immer minimalistisch sein. Mit einem ausgeklügelten Ökosystem kannst du auch dein aktuelles Zuhause so autark gestalten oder umgestalten, dass ein Mikrokosmos entsteht, in dem du dir die höchstmögliche Autarkie erschaffen kannst, die du dir für dein Leben wünschst. Geht nicht? Klar geht das! Wie erreiche ich zu Hause 100% Autarkie? 100% Autarkie erreichst du aktuell, wenn überhaupt, vermutlich nur als Aussteigerin oder Aussteiger, fernab von jeglicher Zivilisation. Das heißt im Klartext, eine vollständige Unabhängigkeit ist heute so noch nicht möglich. Das scheitert schon bei der Versorgung mit Trinkwasser. Das ist gesetzlich sehr streng reguliert. Und schauen wir uns das mal genauer an. Autarke Wasserversorgung. Machbar wäre das mit einem Regenwassertank oder einem Brunnen. Doch 100% autark lassen sich beide Optionen nicht gestalten, denn nahezu jedes Haus, das Abwasser oder Schmutzwasser produziert, muss an die öffentliche Kanalisation einer Kommune angeschlossen sein. Ja, genau. Selbst wenn du deine Toilette oder deine Waschmaschine mit Regenwasser oder Brunnenwasser betreibst, muss das Abwasser irgendwo hin. Es wird also auf jeden Fall eine Abwassergebühr fällig. Eine alternative Sickergrube, wie es eben auf einer Berghütte der Fall wäre, wird nur in absoluten Ausnahmefällen genehmigt. Tatsächlich kannst du mit gesammeltem Regenwasser oder Brunnenwasser immerhin bis zu 50% Trinkwasser einsparen. So sehe zum Beispiel eine Installation mit Regenwassertank im Garten aus. Wenn du über sowas nachdenkst, dann solltest du aber wissen, dass die Kommune das Recht hat, einen separaten Wasserzähler anzubringen. So wird ermittelt, wie viel Schmutzwasser in etwa in die Kanalisation fließt. Nicht alle Städte setzen dieses Recht durch, aber auf jeden Fall wird eine Abwassergebühr fällig. Sowohl ein Regentank als auch eine Brunnenbohrung ist übrigens genehmigungspflichtig. Du merkst schon, bei der Trinkwasserversorgung kommst du ganz schön an deine Grenzen. Doch bei der Strom- und Wärmeenergie sowie der alltäglichen Lebensmittelversorgung, da kannst du ein paar Prozentpunkte gewinnen, um an die 100% Autarkie möglichst nah ranzukommen. Mit der richtigen Einstellung, ein paar Handgriffen und der Investition in moderne Technologien ist das schon möglich. Machen wir weiter mit autarke Stromversorgung. Wenn du dein Zuhause möglichst autark mit Strom versorgen willst, hast du mehrere Möglichkeiten. Den Einsatz eines Blockheizkraftwerks, einer Kleinwindkraftanlage auf dem Dach oder natürlich einer Photovoltaikanlage. Solarstrom, der über die Photovoltaikanlage generiert wird, zählt inzwischen zu den günstigsten Technologien, wenn es um eine möglichst autarke Stromversorgung geht. Nicht zuletzt wegen der staatlichen Förderung. Deshalb bleiben wir gleich bei der kostenlosen Sonnenenergie. Zum Thema Förderung haben wir übrigens ein passendes Erklärvideo gemacht und einen Artikel im NBW-Magazin veröffentlicht. Beide Links findest du wie immer in der Infobox. Wenn du mit einer Solaranlage die volle Power kostenloser Sonnenenergie nutzen willst, dann ist der Einsatz eines Batteriespeichers absolut sinnvoll. So kannst du die überschüssige Energie der Mittagsstunden zwischenspeichern, damit du auch abends und morgens ausreichend Strom zur Verfügung hast. Mit der Kombination aus PV-Anlage und Speicher kannst du bis zu 50 oder sogar 70% deines Strombedarfs decken, abhängig von Faktoren wie deinem Stromverbrauch, der Größe deiner PV-Anlage oder deinem Wohnort. 100% unabhängig vom öffentlichen Stromnetz wirst du aber weder mit einer PV-Anlage noch mit einem Blockheizkraftwerk oder einer Kleinwindkraftanlage erreichen. Dafür sind die zu erzielenden Gewinne zu gering und der durchschnittliche Stromverbrauch pro Kopf zu hoch. Aber natürlich ist auch die Einsparung von bis zu 70% deiner Stromkosten absolut erstrebenswert. Lösungen von Senec, die dir dabei helfen, haben wir in der Infobox verlinkt. Weiter geht's mit der autarken Heizung.
Der erste Schritt in Richtung Autarkie beim Heizen bedeutet, eine herkömmliche Öl- oder Gasheizung durch erneuerbare Energien zu ergänzen oder bestenfalls komplett auszutauschen. Zwischen folgenden Möglichkeiten kannst du wählen: Solarthermie, Brennstoffzelle, Kamin- oder Pelletofen oder eine Wärmepumpe. Eine Solarthermie ist eine ergänzende Maßnahme, mit der du mehr Unabhängigkeit erlangst und deine Energiekosten senkst. Die Anlage ähnelt einer Photovoltaikanlage. In diesem Video erklären wir dir den Unterschied im Detail. Den Link dazu findest du in der Infobox. Im Frühjahr, Herbst und an kühlen Sommertagen liefert die Solarthermie die meiste Energie. Eine komplette Versorgung im Winter ist also nicht möglich, was deine Unabhängigkeit in den kalten Monaten hemmt. Mit einer Brennstoffzelle hingegen hast du zu allen Jahreszeiten quasi ein heißes Eisen im Feuer. Allerdings benötigst du noch einen Erdgasanschluss, was in Sachen Nachhaltigkeit jetzt keinen Pluspunkt darstellt. Durch den sehr effizienten Wirkungsgrad kannst du allerdings bis zu 60% deiner Energiekosten einsparen. Eine Brennstoffzelle lohnt sich, wenn du viel Wärme und viel Strom benötigst und diese kontinuierlich abrufst. Mehr zur Technik erklären wir in einem Magazinartikel, der in der Infobox verlinkt ist. Als Ergänzung oder Alternative zur Gas- oder Ölheizung werden wieder mehr Kamin- und Pelletöfen eingesetzt, um Energiekosten zu sparen. Tatsächlich bist du mit einem Kaminofen, den du manuell mit Holz betreibst, per se vollständig autark. Allerdings wird diese Heizung in den wenigsten Fällen für ein gesamtes Gebäude ausreichen, bzw. ist der Ofen in der Regel mit einer anderen Heizung gekoppelt. Ein Pelletofen hingegen hat eine elektrische Steuerung und ist damit abhängig vom Strom. Das hemmt deine Autarkie etwas, doch die Nutzung ist bequemer. Moderne Modelle kannst du smart über dein Handy steuern. Zudem ist beim Pelletofen die Anbindung an eine Solarthermie oder Heizungsanlage möglich. Allerdings sind weder der Kamin noch der Pelletofen nachhaltige Möglichkeiten zur Wärmeversorgung. Holz ist ein begrenzter Rohstoff und wichtiger Kohlenstoffspeicher. Bei der Verbrennung entstehen nicht nur Feinstaub und Kohlenwasserstoffe, sondern auch klimaschädliches Methan, Lachgas und Ruß. Das solltest du immer bedenken, wenn du eine Anschaffung in Betracht ziehst. Zu guter Letzt Wärmepumpen. Mit dieser Heiztechnologie kannst du deinen Autarkiegrad höchstmöglich steigern. Zunächst nutzt du Umweltenergie zum Heizen. Für 100% Heizwärme werden bis zu 75% regenerative Umweltenergie genutzt und in diesem Fall nur 25% Strom benötigt. Wenn die Wärmepumpe dann noch über eine PV-Anlage mit Speicher versorgt wird, ist deine Unabhängigkeit bestmöglich gesteigert. Wärmepumpe plus Photovoltaikanlage plus Stromspeicher. Warum das die perfekte Lösung ist, erklären wir dir in diesem Video. Der Link dazu ist natürlich in der Infobox. Dort habe ich dir auch einen Link zu einer umfassenden Infoseite zum Thema Wärmepumpe und Wärmestrom reingepackt. Ach ja, hast du eigentlich schon ein Like dagelassen? Wie, noch nicht? Da würde ich mich schon freuen. Schauen wir doch mal, wie es mit einer autarken Küche aussieht. Die autarke Küche. Jede oder jeder von uns kann im Alltag mehr Pluspunkte in Sachen Unabhängigkeit sammeln. Und die ersten Schritte zur Autarkie müssen ja nicht immer direkt groß sein. Ich habe dir hier ein paar Tipps zum Thema Ernährung mitgebracht. Immer mehr Menschen entdecken ihren hauseigenen Garten oder Balkon als Anbaugebiet für Obst oder Gemüse. Je nach Geschmack und Bedarf ist eine autarke Lebensmittelversorgung zu 100% möglich. Zucchini, Gurken, Zwiebeln und Tomaten sollten für den Start ideal sein. Tomaten und Gurken brauchen allerdings einen gesunden Abstand. Mein Fazit: Ein absolutes, autarkes Zuhause wird es in unserem Umfeld so nicht geben. Aber mit einer höheren Unabhängigkeit bei Wasser, Strom, Heizung etc. bist du schon sehr gut aufgestellt. Schwankende Energiepreise betreffen dich nur zu einem gewissen Anteil. Zudem tust du etwas für die Umwelt und kannst dauerhaft Energiekosten einsparen. Außerdem wird das Auf- oder Umrüsten für nachhaltigen Strom und energieeffizientes Heizen staatlich gefördert und mit der verbauten Technik steigerst du den Wert deiner Immobilie. Worauf also noch warten? Wenn du jetzt noch Fragen oder Tipps zum Thema Autarkie hast oder uns vielleicht über dein autarkes Zuhause erzählen kannst, dann freue ich mich über einen Kommentar. Ich hier setze meine Möhre und wir sehen uns jetzt im nächsten Video. Bis gleich. Was soll ich machen? Zum Thema Förderung, Stirn, Schulter, Bauch, Blockheizkraftwerks, einer Windkraftanlage oder natürlich einer Photovoltaikanlage. Sowohl einen Regentank als auch einen